unsere Generation muss mehr auf Dates gehen. 12 Jahre für die Schule Sachen lernen, auf die ich gar keinen Bock hatte. Ich möchte nicht jeden einfach küssen. Ich sag euch nicht, ob ich einen Freund habe oder nicht. Ich mag Typen, die sich Mühe geben. Warum möchte ich so freiwillig glänzen? Es gab auch Probleme bei der Location-Findung. Hättest du gern einen Freund? Und ich denke mir so... Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Leute, heute seid ihr auf FaceTime mit eurer Bestie. Und ich dachte, wir machen dann einfach so ein kleines, süßes Get Ready With Me. Und ich zeige euch auch mal mein Make-up-Tutorial. Also so mein ganzes Make-up-Tutorial, wenn ich irgendwo hingehe. Zum Beispiel heute, wo ich auf ein Date gehe. Und ich freue mich voll. Ich dachte auch, während ich mich gleich schminke und meine Haare mache und so, gebe ich euch auch so ein kleines Live-Update. Wir können einfach mal so ein bisschen talken hier, weil ich glaube, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und normalerweise habe ich auf meinem YouTube-Kanal immer nur über Lernen geredet und Schule und wieder lernen. Deswegen dachte ich, wäre ganz schön mal ein Redevideo mit euch zu machen. Und wirklich, ich habe so viele Fragen bekommen, ob ich mal zeigen kann, wie ich mein Make-up mache. Und vor allem das Ganze gefragt, indem ich euch so ein paar von meinen Go-To-Produkten gezeigt habe von DM. Und ihr müsst auch meine Haare machen. Die sehen auch nicht so gut aus. Ich habe die gerade eben frisch gewaschen. Ja, immer wenn ich irgendwo hingehe, wasche ich die vorher. Und ich habe gerade ein bisschen Trockenshampoo reingemacht. Weil, Leute, meine Haare sind ein bisschen dunkel im Moment oben. Und deswegen habe ich weißes Trockenshampoo reingemacht, weil ich dachte, dann werden die vielleicht heller. Alle meine Blondies werden das verstehen. Ich habe gerade nur meine Wimpern ein bisschen hochgebogen. Das mache ich nämlich vorher immer schon. Das ist mein Geheimtrick, ja? Ich biege meine Wimpern immer, bevor ich mein Make-up mache, einmal hoch. Meine Wimpernzange von Sephora. Und dann nochmal, bevor ich die Wimpern, dann würde ich tusche. Okay, aber zuerst machen wir jetzt meine Eye-Patches drauf. Schöne Haarreif. Ich benutze hier immer im Moment die Eye-Patches von Rhode. Und die mache ich jetzt einfach drauf. Und in der Zeit können wir ja schon mal ein Outfit raussuchen. Und ich dachte, ich mache euch auch gleich noch so ein kleines Live-Update einfach mal. Und das hätte ich so ein paar Sachen, die gerade bei mir so abgehen. Okay, hoffentlich habe ich gleich keine Augenringe mehr. Aber ich finde, man fühlt sich danach immer sehr refreshed. Ich hätte auch noch mal einen Ice Roller benutzt. Ich bin euch ehrlich, Leute, ich habe ihn gerade eben erst in den Freezer, würde ich sagen, in den Gefrierschrank getan. Haben wir halt ein bisschen Puffy Face. Ups. Leute, ich weiß, normalerweise rede ich gar nicht so über so Sachen wie so Dates oder ob ich einen Freund habe oder sowas. Weil ich finde, es ist auf Social Media immer ein bisschen schwierig, okay? Und ich finde, YouTube ist noch die beste Plattform, um so darüber zu reden. Aber zum Beispiel auf TikTok, das sehe ich ja auch, wenn andere Influencer da so ihre Freunde posten, also so Boyfriend-mäßig Freunde. Und dann kommentieren da Leute immer ihre Meinung drunter. Und jeder hat dann wirklich eine Meinung zu eurer Beziehung. Und das fände ich super nervig. Also, ich glaube, mein Freund fände das auch nervig. Ich kann ja nicht erwarten, dass mein Freund, wenn ich mit dem zusammen bin, dass er dann unbedingt Lust hat, mit mir irgendwelche Videos zu machen oder TikToks zu machen. Und das würde ich auch niemals erwarten. Das fragen mich auch mal ganz viele, ob mein Freund dann irgendwie sich auf Social Media zeigen müsste und so. Aber nein, im Gegenteil. Eigentlich würde ich es lieber so nicht geheim halten, aber mehr so privat halten, wisst ihr? Weil ich finde es echt schrecklich, wenn da jeder sich immer eine Meinung bildet über eine Beziehung, wo er vielleicht in 5 Sekunden TikTok drüber gesehen hat. Also ich weiß, ich teile jetzt ziemlich viel hier auch so auf YouTube und so, aber ich finde, das ist irgendwie schwierig mit diesen Beziehungen, das halt so auf Social Media zu machen. Vor allem, manche Leute posten dann ja wirklich nur mit ihrem Freund TikToks oder Videos. Und das weiß ich auch nicht, das finde ich dann immer, sieht immer so gestellt aus. Ich frage mich dann, seid ihr wirklich zusammen oder was ist das? Ist das PR? Ich finde das schön, wenn das halt so ein bisschen nicht geheim ist, aber so ein bisschen privat, wisst ihr? Also nicht so, ich sag euch nicht, ob ich einen Freund habe oder nicht, das ist alles geheim. Nee, nicht so, aber dass es halt einfach privat ist und sich nicht jeder darin einmischen kann. Vor allem, ich mal vorher, er macht dann Schluss mit dem. Und dann schreiben alle, oh, was ist passiert? Und dann schreiben da auch wieder alle zu. Und ich glaube, das könnte ich mir auch sehr anstrengend und nervig vorstellen. Und ich glaube, das ist auch nicht gut für eine Beziehung. Manchmal ist es gut, wenn man einfach Sachen privater hält. Aber ich dachte, ein Get Ready With Me für ein Date kann ja nicht schaden. Bin euch ehrlich, ich habe auch eigentlich im Moment nicht so viel Zeit für eine richtige Beziehung oder so. Manchmal ergeben sich ja so Sachen wie Dates, wisst ihr. Aber ich habe immer so gedacht, ja, ich habe echt viel zu tun mit der Schule jetzt gehabt, mit dem ganzen Lernen und den Klausuren. Also auch in den letzten Jahren immer. Ich war so, wo soll ich Zeit finden für den? Der Arme, der könnte dann sich hier hinsetzen, neben mich und beim Lernen zu gucken. Oder beim Instagram Reels drehen zu gucken. Aber jetzt, wo halt auch meine Schulzeit so ein bisschen zu Ende geht und so, finde ich, kann man das ja eigentlich mal machen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen so cringe, über so Sachen zu reden. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin auch nicht so jemand, ich rede auch nicht so viel irgendwie bei einer Familie oder so über so, keine
Ahnung, so Typen, die ich so gut finden würde oder so. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer unangenehm. Ich mag das gerne so privat. Ich glaube, deswegen mag ich das auch nicht so auf Social Media posten dann. Weil ich das irgendwie cringe finde. Wir wollten eigentlich ein Outfit raussuchen. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel mit euch gelabert hier. Nee, ich habe jetzt gerade Handcreme benutzt. Die ist voll gut. Habe ich euch gezeigt im DM-Haul-Video. Outfit-Time. Soll ich so gehen? Zweites Date? Fragezeichen. Erstmal brauchen wir Licht. Oh Leute, ich finde das schwer. Helft mir bitte. Ich tendiere ja zu einem von diesen Oberteilen, weil die sind halt Longsleeve, aber die sind trotzdem süß, weil die haben hier vorne so Spitze. Ich habe das in Rot auch noch, aber ich glaube, Rot ist ein bisschen too much. Das sieht dann aus, als würde ich hier zum Valentinstag gehen. Vielleicht mache ich einfach schwarz. Oder ich habe rosa. Also das habe ich 3-mal, weil ich mag das wirklich gerne. Das habe ich auch in schwarz und in rosa. Das ist, okay, das sieht nicht so aus. Ja, das ist nicht der Ausschnitt. Das könnte auch ein bisschen kalt sein. Nope, das wird's nicht. Das ist halt vielleicht auch ein bisschen too much. Das sieht dann aus, als würde ich zum Business-Meeting gehen. Ich finde es schon wichtig, mein Outfit hier. Sport, wir gehen nicht ins Gym. Erstes Date im Gym. Okay, ich glaube, ich ziehe das Schwarze an. Und ich ziehe noch nicht meine Hose an. Oh, das sieht ganz komisch aus, wie ich da im Spiegel stehe. Ich ziehe euch noch nicht meine Jeans an. Ich ziehe meine Lieblingsjeans an. Ich weiß schon, welche Hose ich anziehe. Aber ich will beim Fertigmachen in meiner Jogginghose sitzen, weil das finde ich bequemer. Deswegen ziehen wir jetzt erstmal nur das Top an. Okay, ich habe das Oberteil angezogen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich es mag. Weil irgendwie die Ärmel sind so kurz. Und ich mache immer so mit meinen Händen. Das sieht irgendwie komisch aus. Und ich fühle mich auch nicht so tan genug, um es anzuhaben. Finden wir das schön? Finden wir es nicht schön? Help! Ich wünschte, das wäre hier live. Dann könnte ich es mir sagen, ob ihr es schön findet. Okay, Schmuck. Wir brauchen Schmuck. Vielleicht wird es dann besser. Ich habe hier diese große Kette. Leute, ganz kurz. Wir haben heute bei Breezy Bay die neue Spring Collection gelauncht. Und ich wollte euch kurz meine Lieblingsset zeigen, die ich auch schon anhab. Und zwar hier diese pinke Kreuzkette. Ich frage mal so viele von euch, wo ich die her habe, wenn ich die anhab. Und die ist heute auch neu rausgekommen. Und auch noch passend dazu habe ich gerade die Kreuzohrringe an. Schaut mal, wie cute einfach. Und weil ja bald wieder Ostern ist, habe ich natürlich an euch auch gedacht. Und zwar bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 30 € wieder so ein gratis Geschenk dazu. Von mir, für euch komplett kostenlos. Also ihr müsst auch nichts machen. Dann ploppt einfach so ein kleines Fenster auf der Webseite und dann könnt ihr euch dann ein Geschenk aussuchen. Und weil ich dachte, das wäre auch nochmal cool, habe ich noch ein paar Autogrammkarten unterschrieben. Halt so handgeschriebene Kärtchen. Und die ersten 100 Bestellungen bekommen dann noch eine mit dazu in ihr Paket rein. Und ja, ich packe euch den Link wie immer unten in die Infobox rein von Breezy Bay. Schaut sehr gerne mal vorbei. Wir haben noch ganz viele andere neue Sachen gelauncht jetzt für den Frühling. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Die ist rosa. Sieht vielleicht nicht so aus, würde ich auf eine Beerdigung gehen. Okay, ich glaube, so kann es gehen. Das lasse ich jetzt erstmal an. Jetzt machen wir, glaube ich, erstmal meine Haare. Ich habe Angst, dass sonst dieser komische Wirbel nicht weggeht. Und dann kann ich die Augenpads noch ein bisschen drauf lassen. Braucht man jetzt schon Spray, Leute. Ich habe nichts hier. Hilfe! So, wir haben meinen Dyson und das hier. Das ist nämlich Anti-Frizz. Ihr seht mich nicht richtig. Sprühe ich immer rein, bevor ich die Haare glätte. Leute, ich bin so froh, dass ich heute mal was anderes mache, als nur lernen. Ich hätte auch sagen können, hey, wir können ein Lerndate machen. Das du magst. Nee, ich glaube, da würde jeder absagen, ne? Aber ich hatte halt nie Zeit. Also, ich muss euch auch nochmal unser Abitursystem hier ein bisschen erklären. Weil so viele waren verwirrt, als ich das auf Insta gepostet habe, dass ich nach meinen schriftlichen Abi-Klausuren noch richtige Klausuren geschrieben habe in jedem Fach. Mami, warum lernst du viel Mathe? Ich dachte, du bist fertig mit Abitur. Ich dachte alle, ich hätte frei nach dem Februar bis zum... weiß ich nicht. Ja, wäre schön gewesen, hätte ich frei, aber... März Klausuren und April kann man dann lernen für die ganzen mündlichen. Okay, ganzen mündlichen, ich habe 2 mündliche. Aber muss ich trotzdem viel lernen und ich bin schon überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Ich glaube, ich gehe später nochmal mit meinem anderen Dyson mit der Rummbürste hier über diese vorderen Strähnen, weil ich habe die ein bisschen geschnitten und jetzt sind die so kurz und das ist ein bisschen schief. Sie selber geschnitten, ja. Seht ihr schon einen Unterschied? Bitte sagt ihr seht einen Unterschied. Sagt Marvi, du siehst refreshed aus. Okay. Mir ist gerade aufgefallen, dass es schon später ist, als ich dachte. Und ich habe meinen Reel noch nicht geschnitten, was ich heute posten wollte. Deswegen mache ich das jetzt schnell. Weil ich glaube, ich kann nicht im Date sagen, hi, sorry, ich muss kurz meinen Reel schneiden. Dann können wir weiterreden. Ja, deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Und falls das Licht sich gleich ändert, ist, weil ich hier meinen Reel schneiden musste. Give me 1 minute. Okay, Read ist hochgeladen. Jetzt geht's in mein Make-up weiter. Ich bin schon Licht am Machen. Gut, dass ich viel Zeit eingeplant habe, um mich fertig zu machen, weil wäre peinlich, zu spät zu kommen. Okay, ich würde sagen, ich fange jetzt an mit dem Make-up. Ich brauche meine Clips. Uno y das.
Boah, so viele Leute habe ich mal gefragt, ob ich mal ein Get Ready With Me auf Spanisch machen könnte. Leute, für wen soll das sein? Die versteht das ja dann gar nicht. Oder sprecht ihr Spanisch? Get Ready With Me en español? Creo que no. Porque mi español es un poco malo. Okay, ich habe gerade Foundation benutzt. Da benutze ich an Tagen, wo ich gut aussehen will, immer die hier. Ups. Von Kaya. Das sind die Dewy Drops in der Farbe 20W. Also Tagen, wo es nicht so wichtig ist, wie ich aussehe. Oder in der Schule oder so, benutze ich immer die Foundation hier. Von Alverde. Die gibt es bei DM. Sieht ein bisschen crusty aus, weil die hat so einen komischen Applikator. Aber die ist wirklich gut. Die deckt auch voll gut. Und das ist in der Farbe 40 Karamell. Das ist die dunkelste Farbe. Nochmal zurück zum Abi-Thema, Leute. Ich bin wirklich so froh, wenn endlich meine Abi-Feier ist. Anfang Juni. Es gab auch Probleme bei der Location-Findung. Heute wirklich bis eine Location gefunden wurde. Wo wir jetzt anscheinend unsere Abi-Feier machen. Das hat ewig gedauert, weil irgendwie konnte sich keiner wirklich entscheiden. Und wahrscheinlich feiern wir jetzt in so einem Beachclub. Da war ich aber schon mal, der ist echt schön. Ich benutze jetzt hier Creamy Contour von Kaya auch. Contour Stick in der Farbe Mokka. Und ja, ich habe zum Glück schon mein Abiball-Kleid gefunden. Hey, ich freue mich so, das bald anzuziehen. Ich hatte das zwischendurch schon bestimmt so 5-6 Mal an, weil ich immer wieder geguckt habe, wie es aussieht. Wie so frei, das anzuziehen. Ich kann schon spoilern, es wird schwarz sein. Aber ich mag das irgendwie zu meinen blonden Haaren. Ich finde, das sieht gut aus. Und ich habe lange überlegt, so, ja, soll ich nicht vielleicht rosa nehmen oder sowas? Aber alle rosanen Kleider, die ich gefunden habe, waren aus diesem Satin-Stoff. Don't get me wrong, das kann gut aussehen, aber ich finde, es sieht einfach aus wie diese Bettwäsche, die man aus der Tor kaufen kann. So, bei mir sitzt das nicht so gut. Dieses Seidekleider, sagen wir einfach Seide. Ich glaube, meine Klasse findet mich mittlerweile nervig, weil ich immer frage, und habt ihr schon eure Outfits? Und die alle so, Mavi, wir haben nicht mal bestanden. Kannst du aufhören zu fragen? Und ich so, doch Leute, wir bestehen alle. Und dann frage ich immer alle, was die anziehen. Und keiner hat sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, außer ich. Leute, das Outfit muss schon stehen. Das ist das Wichtigste. Ihr wisst nicht, wie lange ich mich auf diese Abi-Feier gefreut habe. Ich hatte echt Probleme bei der Schuhfindung, muss ich sagen. Da habe ich echt lange nachgesucht, aber jetzt habe ich so schwarze, glitzernde High Heels. Ich glaube, das wird gut aussehen. Aber ich will noch nicht so viel spoilern, falls ich mich umentscheide. Okay, jetzt brauchen wir Puder, weil ihr seht, ich habe so ein bisschen glänzende Haut. Naturally, leider. Und deswegen mag ich den Glowy Look auch nicht so. Also ich weiß, viele Leute finden das schön. Die sagen so, ja, ich mache mir extra so ein Puder drauf, damit ich glänze. Und dann bin ich immer so, warum möchte ich so freiwillig glänzen? Ich bin überall glowy. Und dann sieht es aus, als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen. Deswegen Puder von Kaya. Das ist das Kaya Soft Focus Powder Translucent. Aber das ist das beste Puder, weil das creased nicht unter den Augen. Leute, ich finde Dates sind so underrated. Ich finde, unsere Generation muss mehr auf Dates gehen. Ich bin Date-Fan. Ich würde nie was mit einem Typen anfangen, der mich nicht vorher auf ein Date eingeladen hat. Das ist meine Nummer 1 Regel. Wir brauchen mehr Licht. Ich finde das einfach, das gehört dazu. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so, dass ich auf Partys einfach random mit irgendwem rummache. Also ich weiß, dass das viele machen und ich sehe das auch oft. Also ich bin ja auch oft auf Partys und ich sehe das. Leute, wo ist euer Self-Respect? Vielleicht habe ich da auch irgendwie eine falsche Ansicht drüber, aber irgendwie würde ich mir dann nicht so vorkommen, als würde ich mich selber so viel respektieren, weil ich möchte schon, bevor ich hier irgendwas mache, schon mal auf ein Date gehen. Ich weiß nicht, ich kenne die Person ja auch gar nicht richtig, also wenn ich einfach mit irgendjemandem auf einer Party rummache, ich möchte nicht jeden einfach küssen. Nein, danke, bitte bleib weg. Jeder kann machen, was er möchte, aber so bin ich halt einfach nicht. Und ich glaube, viele Typen denken, weil sie auf Partys einfach damit irgendwem whatever machen können, brauchen sie nicht mehr irgendwen auf ein Date einladen. Und ich finde es auch irgendwie komisch, also wenn man sich so gar nicht kennt, einfach rumzumachen. Und danach reden die nie wieder miteinander. Ich kenne das schon. Dann hatten die einmal was und dann sagen die, nee, die Person mag ich jetzt aber gar nicht und so. Und denke ich immer so, hä? Auf der letzten Party sah das mal irgendwie anders aus. Leute, ich benutze alles von Kaya. Ich werde nicht gesponsert. Also manchmal schicken die mir netterweise Produkte zu. Aber das ist keine Werbung oder so. Ich benutze diese Palette. Face Palette heißt die von Kaya. Und dann benutze ich immer Bronzer und Contour und mische das so ein bisschen und mache es auf mein Gesicht drauf. Oh, ich habe euch gar nicht gezeigt, welchen Blush ich gerade benutzt habe. Ich war so im Flow. Ich benutze immer den von Charlotte Tilbury. Das ist dieser Glowgasm. Aber die Farbe steht nicht mehr drauf, weil das halt wirklich komplett schon abgeblättert. Den habe ich schon so lange. Ich weiß nicht, welche Farbe. Next, wir machen meine Nose Contour. Dafür brauche ich meinen guten Pinsel. Da ist er. Der war mal im Sephora Adventskalender und seitdem benutze ich den immer, um meine Nasenkontur zu machen. Manchmal male ich die ein bisschen zu braun an und dann poste ich so ein Bild in meine Story und
Zum Glück schreibt ihr mir dann immer netterweise, Mavi, du musst deine Nasenkontur ein bisschen mehr verblenden. Das würde ich ohne euch machen, Leute. So, und dann mache ich das auch immer noch auf mein Augenlid drauf. Dieses Konturpuder, weil das ist so halt mein Lidschatten. Leute, wisst ihr, was noch eine Frage ist, die ich ganz oft gestellt bekomme? Was meine Red Flags bei Typen sind. Und wo wir schon beim Thema sind, dachte ich, beantworte ich das einfach mal. Erstes, wenn er keine Dates planen kann. Nee, ich finde das ganz schrecklich. Also, wenn man dann so irgendwas machen will und dann fragt man so, ja, cool, und was machen wir? Keine Ahnung, sag du. Ich mag Typen, die sich Mühe geben. Das ist meine Green Flag. Also, ihr fragt mich aber so, hättest du gern einen Freund? Und ich denke mir so, wenn ich jetzt jemanden finden würde und den ganz, ganz toll finde, dann, klar, hätte ich den gerne als Freund, wisst ihr? Aber ich war nie so jemand, ich brauchte nie so einen Freund. Weil ich glaube, es liegt auch daran, dass ich immer so viel mit meiner Familie bin und so, mich gut mit der Familie verstehe. Also ich hatte schon immer so viele so Bezugspersonen mäßig. Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas fehlt, wisst ihr? Und deswegen suche ich auch nie so wirklich irgendwie so einen Freund, einfach um irgendwen zu haben. Okay, ich mache jetzt gerade meinen Highlighter drauf. Und da benutze ich auch wieder den von der Charlotte Tilbury. Den hat mir meine Tante und mein Onkel zum Geburtstag geschenkt. Beauty Light Wand. Und das haben die sehr gut ausgesucht. Und den mache ich immer so ein bisschen auf meine Nase mit dem Pinsel. So. Und dann noch auf mein Augenlid. Dann glitzert das nämlich so ein bisschen schön. Ihr fragt mich auch immer ganz, ganz oft auf Insta und auf TikTok und so, was ich nach der Schule machen möchte. Und ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Das ist blöd an, aber eigentlich habe ich ja schon wie so einen Job. Social Media ist ja also auch ein Job, so Influencer-mäßig. Deswegen kann ich das ja auch erstmal weitermachen. Das möchte ich auch unbedingt weitermachen. Das ist natürlich nicht so der sicherste Job der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich möchte auf jeden Fall schon mein Abi dann jetzt auch haben, damit ich auch studieren könnte, wenn ich wollen würde. Aber das Problem ist, ich weiß einfach nicht, was ich studieren möchte. Und ich möchte nicht irgendwas random studieren. Ich möchte Sachen machen, die mir Spaß machen, weil ich schon dafür lerne. Weil ich musste jetzt 12 Jahre für die Schule Sachen lernen, auf die ich gar keinen Bock hatte. Und das mache ich nicht noch im Studium. Und ich habe jetzt auch erstmal genug zu tun, glaube ich, in einem Jahr nach der Schule. Also jetzt ist ja im Sommer, ist ja over. Und dann habe ich Zeit, meinen Führerschein zu machen. Weil mittlerweile fühle ich mich schon so ein bisschen außenseitermäßig, weil alle haben jetzt einen Führerschein und ich noch nicht. Also ich bin euch ehrlich, ich weiß auch immer noch nicht, wo ich hinziehen möchte nach der Schule. Also ob ich hier bleibe, ob ich nach Deutschland gehe, ob ich nach Köln gehe, ob ich irgendwie vielleicht nach München ziehe. Max wohnt ja auch in München. Finde ich auch sehr schön. Ich finde, München ist so die schönste Stadt aus Deutschland, die ich bis jetzt gesehen habe. Oh, und mir gerade auch eingefallen, steht noch was an, wenn ich mit der Schule fertig bin. Also ich würde das gerne erst machen, wenn ich mit dem Abi fertig bin. Und zwar meine Weisheitszahn-OP. Leute, Hassthema. Ich hasse die Weisheitszahn-OP. Aber mein Kiefer tat gerade weh, deswegen ist mir das eingefallen. Deswegen muss ich das auch noch machen, Leute. Ich will das nicht machen. Ich habe Angst. Jetzt machen wir noch meinen Eyeliner. Da sind wir schon fast fertig. Da benutze ich den hier von Essence. Das ist der Long Lasting Kajal in Hot Chocolate. Und das mache ich einfach auch Freestyle. Also ich kann euch nicht genau sagen, was ich mache. Ich male einfach so ein bisschen rum und dann nehme ich meinen Fingernagel und ziehe das dann so nach oben. Jetzt ist der letzte Step meine Lippen. Okay, Lip-Liner ist drauf und jetzt benutze ich das hier von Maybelline Superstay. Der Name ist leider abgegangen, aber das ist dieser Superstay Lip Tint. Okay, fertig ist mein Make-up. Wie findet ihr es? Ich hoffe, es sieht gut aus. Einfach mal draufballern, ne? Bisschen raus. Okay, ich glaube, ich gehe doch nicht mit meinem Dyson drüber, weil ich finde, die sehen eigentlich jetzt ganz schön aus, die Strähnen hier vorne. Und ich bin fertig für mein Date. Hilfe! Ich ziehe jetzt noch meine Jeans an, weil Jogginghose finde ich nicht so passend. Das ist die hier, die ist so flared. Die ist von Nelly. Und die hat hinten noch so ein bisschen pink. Ziehe ich jetzt schnell an und dann muss ich los. Final Fit. So sieht's aus. Finde ich eigentlich echt süß. Jetzt mag ich das Oberteil auch. Ich finde, das passt eigentlich gut. Und ja, ich bin schwiegelig. Und ja, Leute, das war's mit unserem FaceTime-Call mit meinem Get Ready With Me. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, mein Make-up-Tutorial hat euch gefallen oder euch geholfen. Vielleicht kann ich ein bisschen Inspo geben. Ja, jetzt muss ich los. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Bye, bye. Ich würde mich sehr freuen über einen dicken Daumen nach oben natürlich, wie immer. Und ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Einfach auf den Abonnieren-Button klicken, das ist kostenlos. Und dann seid ihr in der Mavi Family. Und vielleicht schaffen wir endlich bald die 1 Million. Weil da, über dem silbernen Subscriber-Button, ist noch Platz für den goldenen. Ich bin ein bisschen nervös. Ich gehe jetzt los. Bye, bye.